Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um Flusskontrolle. Flusskontrolle ist ein großer Begriff und ich möchte heute erstmal ganz kurz klarstellen, für was wir eben dieses Empfangsfenster brauchen und wieso der grundlegende Gedanke da hinten dran ist. Ja, da fangen wir einfach direkt mal an. Wir haben gerade gesehen, wir haben ein Empfangsfenster. Das ist schon mal der erste große Punkt, den wir hier bei der Flusskontrolle brauchen. Das ist aber vom Empfänger vorgegeben. Das heißt, wie groß ist das Fenster und wie viel Daten kann er empfangen, bevor er überlastet wird. Für die Leute, die gerade erst reingucken, wir befinden uns bei TCP und haben hier schon mal die ganzen Dateneinheiten und so weiter durchgeixt und jetzt geht es um dieses Empfangsfenster hier hinten dran. Also wenn ihr gerade nicht wisst, worum es geht, schaut euch bitte die anderen Videos noch vorher an. So. Das Empfangsfenster ist aber jetzt nur das sogenannte Receive Window und das gibt mir an, wie viel Buffer habe ich momentan gerade frei. Also momentan freier Buffer. Wir haben auch noch einen insgesamten Buffer logischerweise, aber den weiß nur der Empfänger und sonst niemand mehr. Und dieses Empfangsfenster, das übertrage ich an den Sender. Das heißt, hier in zum Beispiel der SYN Dateneinheit kann ich mein Empfangsfenster übertragen oder eigentlich in jeder Dateneinheit und dann weiß mein Empfänger, wie stark bin ich denn schon überlastet, habe ich vielleicht noch Platz für 100 Dateneinheiten, habe ich Platz für, keine Ahnung, 10 oder 1 Milliarde Dateneinheiten, soll er einfach alles losschicken, was er gerade hat. Und das ist natürlich sehr sinnvoll und bringt mir auch sehr, sehr viel Leistung, denn dann kann nämlich der Sender Folgendes machen. Er schickt einfach, ja okay, die sollten ungefähr parallel sein hier. Er schickt einfach so viele Daten, wie ich noch freien Speicher habe, beziehungsweise wie mein Empfangsfenster noch frei ist. Das heißt, wir nehmen an, wir haben jetzt hier einfach mal ein Empfangsfenster von 6 hier oben angegeben. Und also hier oben ist schon irgendwas geflossen. Und hier gebe ich jetzt als Empfänger 6 Einheiten ein, die noch frei sind bei mir in meinem Empfangsfenster. Dann kann mein Sender direkt alle 6 Einheiten schicken und dann ist mein Buffer voll. Dann muss ich warten. So. Wenn ich jetzt aber warte, woher weiß A wieder, wann er schicken darf? Und ja, das ist natürlich so eine Sache. Deswegen gibt es ein sogenanntes Teil, also nehmen wir jetzt einfach mal an, mein Empfangsfenster beträgt 0. Dann gibt es ein sogenanntes Zero Window Probing. Zero Window Probing, nur dass ihr wisst, was ich da gerade rede. Zero Window Probing ist folgendes Problem. Der Empfänger hier drüben hat gemeldet, sein Empfangsfenster ist 0. Das heißt, A darf nichts schicken, bekommt also auch keine Quittung. Aber B hat nichts, was er schicken möchte. Und unnötig Daten zu schicken, macht es auch nicht besser, seine Auslastung. Und deswegen schickt er auch nicht. Das heißt, B schickt nicht, A hat nicht oder darf nicht schicken. Und was jetzt passiert, ist folgendes: Wir sind in so einem Deadlock. Keiner schickt mir irgendwelche Daten. Alle denken vom anderen, er ist gerade überlastet, beziehungsweise er darf nichts schicken und deswegen, ja, warten wir sozusagen eine halbe Ewigkeit. Nein, tun wir natürlich nicht. Wir haben uns da schon was Schlaues überlegt, beziehungsweise irgendwelche anderen schlauen Menschen haben sich da was Schlaues überlegt. Ich sage euch nur, was es da so gibt. Und zwar das sogenannte Zero Window Probing. Das bedeutet, es wird einfach eine Dateneinheit von A geschickt, also nicht von A, von unserem, ich zeichne das gerade mal hier ein. Ich schreibe jetzt einfach mal voll dran, dann weiß ich, dass mein Fenster voll ist. Und was jetzt passiert ist, A probiert einfach nach einem Timeout, oder der Sender probiert einfach nach einem Timeout erneut, ob jetzt das Fenster von B einfach wieder ein bisschen freier ist, ob er wieder ein bisschen Platz hat. Und was jetzt passiert ist, er wartet hier bis zu einem Timeout eben. Der nennt sich Persist Timer, den muss jeder für sich intern halten. Ich schreibe das auch gerade mal hier hinten dran, dann wisst ihr es. Persist, weiß ja nicht, ob meine englische Aussprache so furchtbar ist. Persist Timer. Und den müssen wir hier warten. Das ist dieser Fall hier. So. Und jetzt danach, wenn dieser Timer abgelaufen ist, schickt der Sender einfach mal wieder eine Probing-Einheit. Das heißt einfach eine Dateneinheit, die leer ist, keine Daten enthält, aber einfach nur, ja, einfach Probe oder eine Probe, kann man es auch auf Deutsch aussprechen. Unser Gegenüber, also der Empfänger, muss diese Dateneinheit bestätigen. Scheißegal, ob er gerade immer noch mega ausgelastet ist oder nicht. Das heißt, er schickt ein Acknowledgement hier rüber. Und in diesem Acknowledgement steht dann auch wieder das Fenster drin, also das Empfangsfenster hier. Und damit weiß dann A wieder, ich darf schicken.
oder unser Sender weiß wieder, ich darf schicken oder ich darf immer noch nicht schicken. Und wenn er immer noch nicht schicken darf, dann muss er halt wieder mal seinen Persist-Timer abwarten und kann es danach wieder schicken. So funktioniert es ganz grob. Es ist, ja, eigentlich genau so funktioniert das Ganze. Jetzt, wie kann es passieren, dass so ein Empfangsfenster mal voll ist? Naja, zum Beispiel, wenn ein Server überlastet ist oder sowas, dann kann es durchaus mal sein, wenn einfach zu viele Dateneinheiten kommen. Ein Server empfängt ja nicht nur von einem Client eine Dateneinheit, sondern von mehreren, vermutlich von mehreren Tausenden teilweise sogar. Ich will nicht wissen, wie viele Anfragen YouTube pro Sekunde hat. Und deswegen kann es durchaus mal vorkommen, dass so ein Server einfach nicht mehr kann. Und ja, dann passiert eben sowas. Und dann kann es auch passieren, wenn das hier wirklich mehrmals hintereinander kommt, dann kann es passieren, dass ihr ein Timeout bei euch auf der Webseite angezeigt bekommt oder einfach die Verbindung gecancelt wird und ihr plötzlich nicht mehr authentifiziert seid, was auch immer ihr gerade macht. Nächstes Mal schauen wir uns ganz kurz einen Sync-Flooding-Angriff an. Das ist ein Angriff, der den Verbindungsaufbau von TCP als, ja, eben Angriff benutzt und wie man dagegen vorgehen kann. Ich hoffe, es hat euch heute mal wieder gefallen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!